Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute wieder ganz herzlich zu unserem nächsten Teil der Grundlagen-Webinarserie Grundlagen in Time Sensor Legal 365 begrüßen. Ich werde auch gleich einmal meinen Screen mit Ihnen teilen. Wunderbar, sodass Sie hier auch meine Präsentation sehen können. Und zwar wird es heute im zweiten Teil unserer Webinarserie um die Adressliste gehen. Dann darf ich mich selbst auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Zoe Schiewek. Ich bin als Account Managerin der Time Sensor AG für den deutschsprachigen Bereich zuständig. Das bedeutet die deutschsprachige Schweiz und Deutschland. Und im heutigen Webinar, welches wir in 3 Agendapunkte untergliedern werden, wird es zum einen um eine Einführung gehen. Das heißt, wir werden uns die Adressliste einmal genauer anschauen. Im Anschluss werden wir uns anschauen, wie wir diese anpassen und modifizieren können. Und dann werden wir uns noch einige Tipps und Tricks zur Adressliste und zum Umgang mit dieser anschauen. So, meine Präsentation würde ich hier einmal ausblenden und Sie sehen, ich bin hier auch gleich schon in meinen Time Sensor eingeloggt. Das heißt, ich bin jetzt hier angemeldet als unsere Partnerin, Frau Monika Muster, zu erkennen oben an den Initialen. Und wir sehen, ich starte hier also gleich in der Bereichsleiste im Bereich Adressen. Hier sind also alle Adressdatensätze, die sich in Time Sensor Legal 365 befinden, erfasst. Hier habe ich mehrere Adresskategorien. Aktuell befinde ich mich in der Kategorie Alle. Das bedeutet, hier bekomme ich, wie ich oben sehen kann, alle zur Verfügung stehenden Datensätze angezeigt. Wir sehen hier auch, dass von 238 vorhandenen Datensätzen 232 angezeigt werden. Das liegt daran, dass ich in Time Sensor Legal 365 auch Adressdatensätze archivieren kann. Beispielsweise, wenn ich einen Mandanten nicht länger betreue, möchte dessen Daten aber dennoch verwalten. Auch zu historischen Zwecken. Wir kennen das alle. Das ist ein gängiges Prinzip. Insofern habe ich also in Time Sensor auch die Möglichkeit, diese Datensätze zwar zu halten, der Übersichtlichkeit halber sie mir aber nicht anzeigen zu lassen. In den anderen Adresskategorien sehen wir hier vorne Mandanten, Anwälte, Gegenparteien, Behörden, Dritte und Mitarbeiter. Das heißt hier unsere eigenen Mitarbeiter. An dieser Stelle möchte ich kurz ansprechen, dass jede dieser Kategorien, dieser Adresskategorien auch umbenannt werden kann. Das können Sie also gemäß Ihren kanzleispezifischen Abläufen und Benennungen ganz frei anpassen. Und nun gehen wir einmal, da das die am häufigsten besuchte Rubrik und Kategorie ist, hier in die Mandanten. Hier finden wir also sämtliche Adressdatensätze unserer Mandanten. Wenn ich nun auf einen dieser Mandanten klicke, sehe ich, dass sich dessen Dossier öffnet. Ich komme hier also im Stammblatt des Dossiers raus und habe hier diverse Informationen zu meinem Mandanten verzeichnet, wie auch an der Seite beispielsweise Kategorien. Auch diese Kategorien sind frei anpassbar. Wir haben hier A-Mandant, B-Mandant und C-Mandant erfasst. Das Ganze werde ich jetzt noch einmal schließen. Und jetzt gucken wir uns an, wo wir all diese Feldbezeichnungen und Feldinhalte wiederfinden können. Das heißt, wir sehen zum einen hier auf der rechten Seite bei Auswahl eines Datensatzes eine kleine Vorschau. Wir sehen hier oben auch die entsprechende Adresskategorie, in der unser Mandant bzw. unsere Adresse verzeichnet ist. In diesem Fall ist es natürlich unser Mandant und können so ganz bequem durch unsere Mandantschaft oder durch unsere Adressdatensätze durchblicken und schauen, welchen wir davon suchen. In nächster Instanz haben wir hier oben einmal einen Filter. Das heißt, wir hatten gerade im Dossier gesehen, dass wir hier eben A-Mandant, B-Mandant und C-Mandant als Kategorien angegeben hatten. Das heißt, wir können hier nach entsprechenden Kategorien auch filtern. Hier zum Beispiel haben wir aktuell nur einen A-Mandanten. Nehme ich den Filter wieder heraus, sehe ich also wieder die gesamte Liste unserer Mandanten. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, hier in den Adressen über ein Suchfeld spezifisch zu suchen. Das Suchfeld ist so konfiguriert, dass es eben die entsprechenden Spalten bzw. Felder absucht, die wir in einem Adressdatensatz hinterlegt haben. Hier ist wichtig, dass natürlich die Information in die Suche auch eingeschlossen werden muss. Das kann ich bewerkstelligen, indem ich hier einfach konfiguriere für meinen Benutzer. Das ist also eine Konfiguration, die beim Benutzer gespeichert bleibt, sodass beim nächsten Login die Konfiguration auch wieder vorgefunden wird. Hier kann ich also angeben, welche Felder ich mit einbeziehen möchte in die Suche. Wenn ich hier beispielsweise noch die Firma angebe und gebe dann anschließend den Firmennamen im Suchfeld ein, dann werde ich dort auch ein Firmennamenergebnis erhalten. Wenn ich die Firma wieder herausnehme und gebe den Firmennamen ein, so wird diese nicht gefunden werden. So kann ich mir eben ganz spezifisch nach meinen entsprechenden Suchkriterien konfigurieren, wie ich suchen möchte in meinem persönlichen Benutzer.
Etwas weiter unten haben wir dann noch verschiedene Spalten. Diese Spalten kann ich zum einen via Drag and Drop frei bewegen. Das heißt, auch hier kann ich für meinen Benutzer spezifisch konfigurieren, wie ich die Anordnung möchte. Möchte ich beispielsweise ganz vorne den Namen stehen haben, ich habe Mandanten in mehreren Sprachen und möchte daneben direkt die Sprache selektieren beziehungsweise positionieren, dann kann ich das also via Drag and Drop ganz einfach machen. Hier haben wir noch einen Farbcode gegeben, den habe ich jetzt aktuell keinem Mandanten verliehen. Das können wir aber auch machen. Das heißt, hier das Feld links neben Code wäre der Farbcode, den wir dort anbringen können. Und dann haben wir weiterhin die Möglichkeit, uns weitere Spalten einzublenden. Ein jedes Suchfeld bzw. ein jedes Wertefeld, was wir in Time Sensor haben, ist so konfiguriert, dass eben die spezifischen hier zur Verfügung stehenden Spalten abgesucht werden und deren Inhalte. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine weitere Spalte einblenden möchte, mache ich einen Rechtsklick auf den Spaltenheader, nicht zu verwechseln mit dieser Angabe. Das heißt, das sind hier zwei verschiedene Positionen. Wenn ich hier einen Rechtsklick mache, kann ich mir also konfigurieren, welche Spalten ich angezeigt bekommen möchte. Hier beispielsweise können wir sagen, ich möchte Straße 1 und Straße 2 des Adressdatensatzes angezeigt bekommen. Ich speichere das Ganze und wir sehen auf der rechten Seite unserer Ansicht hier erscheint nun auch die Straße beziehungsweise die beiden nun von mir eingeblendeten Straßen. Wenn ich jetzt beispielsweise auch noch Zusatzfelder generiert habe, hier könnte ich zum Beispiel ganz nach unten scrollen und hier das Zusatzfeld Weihnachtskarte noch einblenden. Um das einmal exemplarisch zu zeigen, öffne ich hier einmal den Adressdatensatz, das Dossier, und schaue hier ins Zusatzfeld beziehungsweise in den Tab Zusatz, und wir sehen, dass wir hier eben die Möglichkeit haben, auch noch ein Zusatzfeld oder mehrere Zusatzfelder zu konfigurieren. Auch diese können wir über die Suchmaske einblenden. Nun hätten wir auch noch die Möglichkeit, wenn wir also all unsere Felder so konfiguriert haben, wie wir sie haben möchten, diese Liste als Auswertungstool zu benutzen. Wenn wir also beispielsweise alle hier aufgeführten Informationen von links bis rechts einmal auswählen, wir können auch eine Mehrfachauswahl machen oder wir können auch alles auswählen, das ist uns überlassen, und dann das Ganze einmal kopieren. Ich drücke also jetzt Kopieren auf meiner Tastatur und dann kann ich eine Excel-Tabelle nehmen und kann hier ganz einfach via Einfügen die von mir kopierten Daten in die Excel-Tabelle einfügen. Hier könnte ich nun weiter filtrieren und sortieren nach den mir mit in die Excel-Tabelle übergebenen Informationen. Das ist also ein sehr, sehr angenehmes Feature, da wir eben in Time Sensor auch Datenaufbereitung machen können. Nun möchten wir etwas tiefer gehen in die Funktionen. Das heißt, nun geht es daran, dass ich mit den Datensätzen tatsächlich auch arbeiten möchte. Wenn ich jetzt beispielsweise hier an den Herrn Felix Fleischer eine E-Mail versenden möchte, dann kann ich ganz einfach hier seinen Datensatz auswählen. Ich klicke hier unten auf das E-Mail-Symbol und wir sehen, dass sich gleich eine entsprechende E-Mail adressiert an Herrn Fleischer öffnet. Diese ist dann auch gleich mit der entsprechenden Anrede versehen. Da kann ich dann also gleich eine E-Mail an den entsprechenden Mandanten schreiben. Hier in der Blindkopie sehen wir noch, dass das Ganze noch als Blindkopie in den Kommunikator geschickt wird. Das vielleicht einmal am Rande als Information. Und wir schließen das Ganze noch einmal. Des Weiteren hätte ich hier unten auch noch die Option, dass ich ein Schreiben, einen Brief oder dergleichen an meinen Mandanten adressieren möchte. Ich klicke also hier auf das kleine Schreiben finden oder erstellen Symbol und bekomme dann hier die Liste der mir zur Verfügung stehenden Vorlagen. Wenn ich also hier den Brief auswähle, ich gehe auf Entwurf, dann sehen wir, hier öffnet sich dann ein postalisch zu versendender Brief an Herrn Fleischer. Diesen verwerfe ich jetzt wieder. Hier sehen wir noch einige weitere Symbole, diese sind relativ selbsterklärend. Hier hätten wir also noch einmal das Apple-Adressbuch zur Verfügung. Hier können wir einen Datensatz löschen und über das kleine Plus können wir einen neuen Datensatz anlegen. Möchten wir also jetzt beispielsweise hier einen weiteren Datensatz erfassen, so können wir einfach auf das kleine Plus klicken und es öffnet sich ein neues Dossier, in dem wir weitere Daten erfassen können. Alternativ können wir aber auch bei juristischen Personen, also nicht natürlichen Personen, ich sortiere hier einmal meine Liste aufsteigend und habe hier eine juristische Person. Das heißt, wenn ich unter Auswahl dieser juristischen Person unten auf das kleine Plus klicke, dann fragt Time Sensor mich, ob ich neue Mitarbeiter für
diese juristische Person, also diese Firma, Organisation hinzufügen möchte. Sofern ich das bejahe, komme ich in den Schnellerfassungsdialog, wo ich also einzelne Mitarbeiter und Ansprechpartner bis zu 5 Stück an der Zahl hier gleich erfassen kann, ohne dass ich jeweils einzelne Dossiers anlegen muss. Hier haben wir noch eine kleine Besonderheit dabei. Hier habe ich nämlich unten die Möglichkeit, die Person gleich zu verbinden. Eine Adressbeziehung zu einem anderen Dossier bedeutet eine Referenz auf eine andere Person und oder Firma, so juristische Person. Hierzu haben wir ein gesondertes Video, das Sie sich anschauen können in einem gesonderten Webinar. Aus diesem Grund werde ich darauf nicht weiter eingehen. Wenn Sie sich für Adressbeziehungen interessieren, wenn Sie Adressbeziehungen noch nicht gänzlich verstanden haben, empfehle ich, dass Sie sich auch dieses Video noch einmal anschauen. Wir verweilen hier also erstmal in der Übersicht der Datensätze, der Adressdatensätze und schauen uns jetzt noch einige Tipps und Tricks an, nachdem wir bereits gelernt haben, wie die Adressliste funktioniert und wie wir diese auch zu unseren Zwecken konfigurieren können. Wenn wir beispielsweise den Fall haben hier, dass wir eine Partei in einer falschen Rubrik angelegt haben, möglicherweise. Wir könnten also hier einmal hineingehen und wir stellen fest, oh, diese Person ist eigentlich kein Mandant, sondern da handelt es sich um einen Anwalt einer Gegenpartei oder eine Gegenpartei. Und wir möchten nun diesen Datensatz in eine andere, hier oben zu sehende Adresskategorie verschieben. Dazu können wir hier oben einfach auf die Werkzeuge gehen. Pardon, wir machen das Ganze vielleicht einmal hier. So, wunderbar. Hier funktioniert es. Ich war leider in der falschen Kategorie unterwegs aktuell. Und hier haben wir die Möglichkeit, via der Auswahl anpassen, einen Adresstyp zu ändern. Hier unten Adresstyp ändern, klicken wir also einmal an und hier sehen wir, dass es sich aktuell um einen Anwalt handelt, den wir hier ausgewählt haben. Diesen möchten wir jetzt vielleicht umsiedeln in die Kategorie Mandanten und würden hier jetzt sagen, von Anwälte zum neuen Adresstyp in die Mandanten möchten wir das Ganze transferieren. Und schon sehen wir, dass der Adressdatensatz verschwindet. Diesen können wir jetzt in der Adresskategorie Mandanten wiederfinden. Da wir uns aktuell mit Tipps und Tricks beschäftigen, würde ich hier noch einmal einige weitere Optionen einblenden. Das heißt, unter Anpassen haben wir hier die eben schon genannte Möglichkeit, das Dossier auf inaktiv zu setzen, das heißt zu inaktivieren. Gleichzeitig könnten wir natürlich auch ein inaktives Dossier wieder aktivieren, gemäß dem Fall, dass ein bereits bestehender Mandant, dessen Dossier wir inaktiviert haben, nun zu uns zurückkehrt, hat also ein neues Mandat beantragt, eine neue Vertretung und nun möchten wir das Ganze wieder aktivieren. Das würden wir auch hier machen. Gleichzeitig können wir hier auch Kategorien auswählen. Das heißt, wir können einen Datensatz, einen Adressdatensatz, eine Person, natürlich oder juristisch, mit weiteren Kategorien ausstatten. Wir können also hier weitere Informationen hinterlegen und können die an dieser Stelle weiter verwalten. Dann haben wir natürlich die Option, dass wir hier noch Marker hinzufügen, dass wir eben eine entsprechende Farbe setzen. Ich hatte eben schon kurz über den Farbcode gesprochen. Wir können den Mandatsführer setzen in der Schnellübersicht. Das können wir eben hier auch für mehrere Datensätze gleichzeitig machen, damit ich nicht jeden Datensatz einzeln auswählen muss. Und ich könnte das Gleiche auch noch für einen Akquisiteur machen. Hier haben wir noch das Feature Exchange Sync einstellen. Das bedeutet einfach, dass diese Adresse entsprechend mit Microsoft 365 synchronisiert wird. Das heißt, die Adressdaten aus Time Sensor werden dann auch in meine Microsoft-Welt geladen und ich kann diese dort einsehen. Gleichzeitig können wir hier auch noch die Adressetikette kopieren. Das ist sehr praktisch, wenn wir vielleicht ein außerhalb von Time Sensor generiertes Schreiben angefertigt haben und wir möchten die Adresse des Mandanten lediglich noch einführen oder unserer Kontaktperson. Wir können gleichzeitig auch noch eine Suche starten. Das heißt, hier könnten wir einen Duplettencheck auslösen. Wir könnten also schauen, ob ein Datensatz möglicherweise mehrfach erfasst wurde. Wir könnten einen Interessenkonflikt identifizieren. Hier können wir einmal eine Vorprüfung starten, das heißt bei der Neuanlage eines neuen Mandanten oder Anwalts oder einer Adresse. Oder wir könnten in den bereits bestehenden Daten nach einem Interessenkonflikt suchen. Wir könnten hier auch noch nach ausgecheckten Dokumenten, verbundenen Mandaten und schlafenden Mandaten suchen. Hier würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Webinars angelangt. Jetzt haben Sie einen nicht mehr ganz so groben Überblick über die Adresssektion in Time Sensor Legal 365 erhalten.
Wenn Sie weitere Fragen hierzu haben, können Sie mich gerne kontaktieren oder uns gerne kontaktieren. Zu diesem Zwecke blende ich noch einmal meine Präsentation ein. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie weitere Fragen haben oder auch Anregungen, dann können Sie uns unter den hier zu sehenden Kontaktdaten gerne kontaktieren.